In dem nachfolgenden Video erhalten Sie einen Einblick in das Karl Stahl Betriebsmittelportal. Mit dem Karl Stahl Betriebsmittelportal erhalten Sie einen strukturierten, vollumfänglichen Überblick über alle Betriebsmittel, deren Wartungsstatus sowie die Prüfdokumentation. Das ist abrufbar 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, von überall aus mit jedem internetfähigen Gerät, das heißt Handy, Laptop und Tablet. So kommen Sie schnell auf Ihr Betriebsmittel im Falle eines Unfalls. Ich bin jetzt schon mal auf die Seite gegangen, nämlich karlstahl-serviceportal.com. Und das basiert auf der Einladung, die ich erhalten habe von Ihrem Karl Stahl-Ansprechpartner, diese Registrierungsbestätigung, wo Sie auf diesen Button Registrierung bestätigen gehen, ein Passwort vergeben und dann kommen Sie auch auf die Login-Maske. Die am besten abspeichern als Lesezeichen. Da kommen Sie schnell wieder drauf. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann können Sie einfach hier draufklicken. Ich logge mich jetzt mal ein und komme dann direkt zur ersten Funktion, nämlich dem Profil. Da können Sie nämlich auch Ihr Passwort anpassen, falls Sie das ändern möchten. Ich kann auch hier im Profil meinen Namen ändern oder die Sprache anpassen und das ist grundsätzlich das Betriebsmittelportal. Wenn ich jetzt weitergehe, wo Sie einfach den Überblick haben über Ihre Betriebsmittel. Diese Kacheln symbolisieren unterschiedliche Filterungen Ihrer Betriebsmittel. Also ich habe hier alle Be Betriebsmittel, wir nennen es Equipments. Ich habe alle Equipments hier in dieser Kachel drin. Hier sind sie beispielsweise außer Betrieb, in Ordnung mit Hinweis oder in Ordnung, wenn Sie schnell zu Ihren nicht in Ordnung befindlichen Equipments kommen möchten. Hier sind die Betriebsmittel noch nicht im Betrieb, gesperrt, im Papierkorb, abgelaufen. Diese Prüfungsvorschau sagt nichts anderes aus als bald zur Prüfung fällige Betriebsmittel oder dann eben schon bereits fällige Betriebsmittel. Dann komme ich auch direkt zum Herzstück. Das ist nämlich hier der Download der Zertifikate. Ich kann jetzt hier einen Zeitraum auswählen, auf das sich der Download bezieht. Ich wähle jetzt einfach mal vom 1.1. dieses Jahres aus. Falls Sie die Auftragsnummer von Ihrem Karl Stahl Ansprechpartner haben, können Sie es hier auch noch auswählen. Ansonsten sage ich jetzt einfach herunterladen, dass alle Prüfungen, die in diesem Jahr getätigt wurden, heruntergeladen werden. Wenn ich jetzt in mein Postfach gehe, stehen mir dann diese Informationen direkt zur Verfügung. Ich klicke hier auf Herunterladen. Es wird eine ZIP-Datei generiert und dann habe ich direkt hier, wie Sie sehen, alle Zertifikate zur Verfügung. Ich gehe wieder zurück, also ich komme entweder über Dashboard oder über Karl Stahl da drauf und dann möchte ich jetzt beispielsweise zu einem Betriebsmittel direkt gehen. Ich kann das über die Suche oder über die technischen Plätze. Die technischen Plätze sind hier auf der linken Seite. Das ist abhängig von dem Recht, also von dem, was Ihnen freigegeben wurde. Sie können da mehrere zur Verfügung haben oder auch nur einen. Sollten Sie die Struktur anpassen wollen, dann wenden Sie sich gerne an Ihren Karl Stahl Ansprechpartner, falls Sie die Rechte nicht besitzen. Ansonsten können Sie da auch gerne die Struktur eigenständig anpassen. Ich habe jetzt an der Stelle beispielsweise die Lysande, was unser Testkunde ist und darunter sind dann eben verschiedene Standorte hinterlegt. Da könnten Sie auch Kostenstellen hinterlegen, wie Sie möchten. Also das ist die Struktur drunter. Wir sehen jetzt hier sind es 1175 verwaltete Equipments. Wenn ich jetzt hier auf Plant Karlstadt gehe, sind es nur noch 121 verwaltete Equipments, die jetzt auf diesem unteren technischen Platz liegen. Ich gehe jetzt wieder zurück. Ich möchte jetzt mein Betriebsmittel finden. Dafür kann ich entweder in der Suche, ich habe jetzt schon mal eine Inventarnummer vorbereitet, auf das Betriebsmittel gehen, komme jetzt hier auf das Betriebsmittel. Ich sehe anhand des Strukturbaums direkt, wo sich es befindet, also im Data Processing Center. Ich könnte auch hier direkt aufs Data Processing Center gehen, gehe dann auf verwaltete Equipments und könnte dann hier auf Kettenzug elektrisch ebenso auf das Gleiche kommen. Also das ist identisch. Schneller geht es natürlich immer über die Suche, wenn Sie entsprechende Daten da haben. Ansonsten, wenn Sie jetzt grundsätzlich wissen möchten, was liegt auf meinem
auf meiner Kostenstelle oder mal auf meinem technischen Platz, alles an Betriebsmittel und da sich einen Überblick verschaffen wollen, dann ist es sicherlich sinnvoller, hier drüber zu gehen. Ansonsten würde ich die Suche hierfür empfehlen. Sie sehen hier das Betriebsmittel mit allen relevanten Daten, also wo es sich befindet, allen Identifikationen, das Prüfintervall, die letzte Prüfung ist hier auch noch beschrieben und hier unten sind Merkmale, wenn welche gepflegt sind. Sie haben hier Dokumente, in dem Fall jetzt zum Beispiel Benutzerinformationen, können aber noch weitere Dokumente mit entsprechendem Recht hinzufügen, wie jetzt zum Beispiel eine Gewährleistung oder eine Gefährdungsbeurteilung. Ähm, und eins weiter sind dann auch schon die Prüfungen am ähm, Equipment hinterlegt. Sie können hier auch einzelne Zertifikate runterladen und kommen dann direkt auf das Zertifikat. Ich habe hier noch Kommentare oder auch den Änderungslog. Das heißt, welche Änderungen hier alles durchgeführt wurden. Wenn ich jetzt das Betriebsmittel anpassen möchte, kann ich hier über Bearbeiten gehen, also auf diesen Stift und kann dann entsprechende Dinge anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Inventarnummer war falsch, das soll ähm, die 4 hinten dran sein, könnte das passen. Ich könnte hier noch eine Beschreibung hinzufügen oder auch weitere Merkmale, wie jetzt zum Beispiel eine zulässige Nutzlast oder die Triebwerksgruppe. Ich füge jetzt einfach Beispieldaten ein. Sie sehen, das ist dann direkt hier. Hier ist auch die 4, die wir angepasst haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über die 4 suche, findet es mir das Betriebsmittel wieder direkt. Wenn Sie die entsprechenden Rechte haben, können Sie hier oben noch das Betriebsmittel kopieren, sperren. Ich sperre es jetzt einfach mal ganz kurz und entsperre es. Sie können es in den Papierkorb legen und Sie können auch einen QR-Code abrufen, den könnten Sie ausdrucken und dann erhalten Sie eine mobile Seite, wo die letzte Prüfung mit Prüfzertifikat verfügbar ist und auch die Dokumente Typ Benutzinformationen, also insbesondere die Bedienungsanleitungen, die dann über diesen QR-Code abrufbar sind. Also das kann man auch dann ans Betriebsmittel physisch hinmachen. Ich gehe jetzt wieder zurück, denn ich möchte Ihnen jetzt noch zeigen, wie Sie ein neues Betriebsmittel erstellen können. Hier kann ich oben auf Plus gehen, wo Equipment steht. Ich könnte hier mit entsprechendem Recht auch einen technischen Platz anlegen. Wir erstellen hier jetzt einfach ein neues Equipment. Test Equipment und Inventarnummer ist jetzt ganz egal. Dann suchen wir uns noch eine Objektart aus und vielleicht noch eine Herstellerteilenummer, die gepflegt ist auf dem Betriebsmittel. Ich kann hier unten noch nach entsprechenden Merkmale kann ich hier pflegen und dann klicke ich auf Speichern und ich habe dieses Equipment erstellt. Danach könnte ich jetzt auch wieder suchen. Ich könnte auch über die Merkmalsuche, wenn Sie hier drauf gehen, können Sie auch danach suchen, wenn Sie jetzt beispielsweise wissen wollen, welche Ablagegestelle Sie haben mit einer zulässigen Nutzlast von 100. Dann würden hier entsprechende Betriebsmittel aufgezeigt werden. Sie haben hier oben auch noch die Report-Funktion. Ich zeige Ihnen das kurz. Test und kann hier dann beispielsweise mit der Equipment-Nummer kann ich hinzufügen. Ich sage noch, ich möchte den Namen des Betriebsmittels, die technische Identnummer und dann möchte ich Prüfergebnis beispielsweise und die letzte Prüfung. Also wann wurde welches Betriebsmittel geprüft und welches Ergebnis hatte es dann. Da können Sie dann sich eine Excel herunterladen. Das lädt jetzt gerade schon runter. Und dann haben Sie einfach eine Übersicht über alle Ihre Betriebsmittel, deren Nummer, technische Identnummer und eben Prüfergebnis und Prüfung. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Übersicht und gehe jetzt hier rein in eine Kachel. Also Sie können auch in jede Kachel draufklicken. Wenn Sie jetzt beispielsweise wissen wollen, welche sind nicht in Ordnung, gehe ich hier drauf und
Dann sehe ich die einzelnen Objektarten, sehe dann auch, wie viele hier in den einzelnen Objektarten drin sind. Also hier sind zum Beispiel 2 elektrische Kettenzüge drin und dann auch direkt den Überblick, was war der Status der letzten Prüfung und wann ist das nächste Prüfdatum. So kommen Sie natürlich auch auf Ihr Betriebsmittel und können das bearbeiten oder eben die Prüfung anschauen. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, also ich bin jetzt hier auf einem technischen Platz, gehe jetzt in eine Kachel rein, dann können Sie auch hier diese Betriebsmittel, die in dieser Kachel dahinter sind, zu diesen eine Excel generieren, wo alle Daten eben vorhanden sind. Oder Sie können auch hier mehrere auswählen oder ich sage dieses eine und möchte hier noch dieses eine und dann möchte ich noch dieses oder ich selektiere direkt alle und dann können Sie hier zu diesen eben Zertifikate herunterladen oder unsere Massenaktionen, nämlich das Prüfintervall, den Status in den Papierkorb werfen, sperren oder, und das mache ich jetzt an der Stelle, in die Buswerkstatt überführen. Und jetzt sind diese Betriebsmittel alle in diesem neuen technischen Platz und sind damit umgezogen. Genau, das war so eine grundsätzliche Einweisung ins Betriebsmittelportal mit seinen allgemeinen Funktionen. Wenn Sie Fragen haben sollten oder entsprechende Berechtigungen benötigen, ähm, dann können Sie jederzeit sich an Ihren Karl Stahl-Ansprechpartner wenden oder aber hier oben können Sie draufklicken auf hilfe.karlstahl.com. Da bekommen Sie einen Einblick in unsere Betriebsmittelportalwelt und können auch Kontakt zu uns aufnehmen, aber Sie können sich auch wie hier gerade durchführen lassen oder unsere Dokumentation anschauen, um einen besseren Überblick zu bekommen.